Hello Friends! Ich habe gerade meine Base verlassen hier in George. Wir machen uns gerade auf den Weg nach Manicaran. Für die Leute, die es nicht kennen, das ist ein kleines Dorf, das ist ungefähr so 3 Kilometer von Kasol zu Fuß entfernt. Alle Leute, die nach Kasol gehen, die statten Manicaran mindestens einmal einen Besuch ab. Da soll es viele schöne Tempel geben und vor allem, Leute, Hot Springs. Das letzte Mal, als ich in einem Hot Spring war, das ist bestimmt schon 7 Monate her, als ich in Thailand war. Und ich freue mich schon so sehr darauf. Ich habe gehört, die sollen sehr heiß sein. Also die Menschen in Manicaran, die kochen teilweise in diesen Hot Springs ihr Essen. Ich bin übrigens gerade unterwegs mit Anish. Anish, say hello. Hello. He's from Italy. Also ein halb Italiener und halb Inder. Also er versteht auch ein bisschen Hindi, was eigentlich relativ lustig ist. Und ja, schauen wir mal, was uns so erwartet. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und yeah, bis später. Peace. Wir sind mittlerweile fast in Manicaran angekommen und wir haben jetzt, glaube ich, auf dem Weg, wir sind eine Dreiviertelstunde unterwegs und ich glaube, wir haben jetzt auf dem Weg bestimmt 10, 15 Fotos mit irgendwelchen indischen Touristen gemacht. Sehr nette Leute. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie stark dieser Fluss hier ist. Das ist der Parvati River und der ist wirklich so extrem stark. Ich habe von Gaju, dem Host unseres Guesthouses, erzählt bekommen, dass bestimmt ein paar Dutzend Leute in diesem Fluss sterben, weil sie das einfach unterschätzen oder reinfallen oder denken, sie können da drin schwimmen. Richtig crazy. So, ich glaube, wir sind jetzt so langsam am Anfang des Dorfes angekommen. Gucken wir mal, was uns hier so erwartet. Guckt euch das mal an, Leute. Crazy, wie das ist. Ich glaube, das ist einer der ersten Tempel. Und da scheint auch gerade irgendwas drin stattzufinden. Leute, bevor wir nach Manicaran gehen, habe ich hier eine Gruppe, die Foto machen möchte. Aber ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal ein Video drauf. Hello! Und die nächsten. Say hello! Nice to meet you guys. Right. Photo? Right. Oh, you? Yeah, hi. Cheese! Please. Wir sind jetzt gerade in dieses Gebäude reingegangen und hier sieht es so ein bisschen aus wie in einem Schwimmbad. Und ich glaube, wir fangen so langsam die Hot Springs an, aber wir gucken mal. Moment, ich zeige euch das mal kurz. Also hier fängt so langsam an, aber hier ist keiner drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Hot Spring ist, aber wir gehen auf jeden Fall jetzt mal weiter und gucken mal, was uns hier erwartet. Wir müssen jetzt auf jeden Fall eine Kopfbedeckung anziehen. Gerade übrigens in einem Gurudwara. So werden die Tempel genannt der Leute, die der Religion des Sikhs angehören. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und das Spannende an diesem Tempel, beziehungsweise auch das Coole an diesem Tempel ist, Leute, die hier hinkommen, hier können alle Arten von Menschen hinkommen, sage ich mal. Die Leute, die hier hinkommen, die können umsonst essen, die können auch umsonst hier schlafen. Alleine in diesem Tempel gibt es die Möglichkeit, ca. 4000 Menschen zu hosten. Und die kochen hier auch rund um die Uhr, um jedem, der hier hinkommt, im Prinzip Essen anbieten zu können.
Und das ist echt spannend. Das sieht fast schon so aus wie so ein Riesenhotel. Wir sind jetzt an einen der Hot Springs angekommen. Der sieht jetzt so aus, sieht aus wie ein Riesenpool. Und so wie es aussieht, ist es nicht erlaubt zu schwimmen bzw. auch Sachen zu waschen. Alle Leute, die hier sitzen, die waschen ihre Sachen. Aber es ist niemand in dem Wasser, deswegen will ich da jetzt auch nicht reinspringen. Ich glaube, mein Verlangen, mal wieder in einen Hot Spring zu springen, wird heute nicht in Erfüllung gehen. Ich glaube, es gibt auch einen anderen Grund, warum man da nicht rein darf. Das Wasser ist viel zu heiß. Also ich glaube, man würde sich ziemlich stark verbrennen, wenn man da in diesem Wasser schwimmen würde. Wir haben jetzt echt lecker in dem Tempel gegessen. Kurze Info dazu, was ich echt cool finde. Dadurch, dass das alles umsonst ist, können die Menschen selbst entscheiden, ob sie da hingehen und mithelfen wollen. Also die können da zum Beispiel spülen oder Essen servieren oder sich generell um die Menschen dort kümmern. Und ich glaube, das ist eine schöne Gegenleistung dafür, dass man dort einfach umsonst hinkommen kann und essen und schlafen kann. Finde ich echt cool. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch ein bisschen Manicaran an sich an und schauen, was wir hier so Cooles finden. Ich bin auf jeden Fall gerade auf einer coolen Brücke. Und ja, let's go! So, es gab wieder ein paar Leute, die ein Bild machen wollten. Und ich mache jetzt auch ein Selfie. Let's take a selfie, guys! I took a video. Ich glaube, ich verbringe die Hälfte meiner Zeit hier, Fotos mit anderen Leuten zu machen. Also, wenn ihr euch wie ein Star fühlen wollt, dann kommt auf jeden Fall nach Indien. Good. Good. How are you, man? How are you? Hello. So, Friends, das war's mit Manicaran. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg zurück. Ich glaube ungefähr eine halbe Stunde und wir sind wieder in George. Ja, und dann mal schauen, was noch so geht. Rajit, come on. Hello. So Leute, ich bin jetzt wieder zurück. Wir sind wieder angekommen. Und jetzt chillen wir noch eine Runde hier im Gasthaus. Und jetzt mache ich mich noch auf den Weg zu einem Gasthaus von Freunden, weil ich da hoffentlich besseres Internet habe. Ich schaffe es einfach nicht, die Videos hochzuladen. Dort, wo ich bin, gibt es einfach keinen Empfang. Und ich habe schon seit 3 Tagen ein Video fertig und kann es einfach nicht hochladen. Ja, deswegen gehe ich jetzt mal runter zu denen. So Leute, es ist mittlerweile schon der nächste Tag und ja, ich habe gerade noch das Video so gut wie fertig geschnitten, was ihr jetzt gerade gesehen habt. Und diesen Teil hänge ich jetzt noch hinterher. Ich konnte das Video bei meinen Freunden im Gasthaus endlich hochladen. Das ist das Video über Kasol. Falls ihr es sehen wollt, schaltet gerne ein und schaut es euch an. Und ja, hiermit beende ich das Video auch für heute. Es war ein echt cooler Tag. Ich konnte leider nicht in dem Hot Spring schwimmen, aber es alleine gesehen zu haben und die ganzen Menschen, ich glaube, ich bin jetzt auf so vielen Handys drauf. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schöne Grüße aus George. Peace!